Hi, ich bekomme immer relativ viele Fragen bezüglich Low-Budget Filmmaking-Equipment und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich diese Serie starte, in der ich mir verschiedenes Equipment bestelle, das eine Zeit lang teste und dann eben Reviews darüber mache. Und in der ersten Folge dieser Serie geht es jetzt eben um ein sehr günstiges Videostativ. Genau gesagt geht es um das Amazon Basics Videokamera-Stativ, was gerade mal 75 € kostet. Viel Spaß mit dem Video! Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Lieferumfang an, denn der ist ziemlich groß. Wir haben natürlich das Stativ im Lieferumfang dabei, dann ist da noch ein Videokopf bzw. ein Fluid Head dabei, dann sind da noch zwei Handgriffe dabei, eine praktische Tragetasche habt ihr auch noch und eine Schnellwechselplatte. Das heißt, für 75 € bekommt ihr schon mal eine ganze Menge geliefert. Gehen wir weiter zur Verarbeitung und wenn es ein Wort gibt, was die Verarbeitung von diesem Stativ beschreibt, dann ist es das Wort massiv und das ist nicht nur positiv gemeint, denn das Stativ ist leider extrem schwer. Ich hatte das Stativ schon bei ein paar Drehs mit, wo ich viel rumlaufen musste mit diesem Stativ, mit Kamera oben drauf und auf Dauer geht es ganz schön auf den Rücken und auf die Schultern. Also Leute, die viel mit Stativ unterwegs sind, zum Beispiel Leute, die viel reisen oder so, denen würde ich dieses Stativ wirklich eher nicht empfehlen. Bei meinen Einsatzzwecken ist das aber egal, denn ich nutze das Stativ hauptsächlich einfach nur für meine YouTube-Videos hier, um die Kamera einfach in meinem Zimmer zu befestigen. Ich laufe nicht wirklich viel mit diesem Stativ rum, deshalb ist mir das Gewicht persönlich egal. Das hohe Gewicht ist sogar notwendig, wenn man schwere Kameras daran befestigen möchte, denn laut Herstellerangaben kann man damit Kameras bis zu 6,8 Kilos befestigen und das ist für ein Stativ in dieser Preisklasse schon enorm. Außerdem trägt das hohe Gewicht natürlich dazu bei, dass das Stativ nicht so leicht umkippt im Vergleich zu einem Leichtbaustativ. Das heißt, wenn ihr draußen damit arbeitet und mal ein starker Windstoß kommt, braucht ihr bei diesem Stativ zumindest keine Angst haben, dass das Stativ umkippt. Ansonsten ist das Stativ sehr solide verbaut. Es ist jetzt nicht das Beste von der Verarbeitung her, ab und zu wackelt mal eine Schraube oder so, aber für den Preis von 75 € kann man sich wirklich nicht beschweren über die Verarbeitung. Schlecht ist sie auf keinen Fall. Die Höhe von dem Stativ beträgt übrigens 1,70 Meter, was ein extrem guter Wert ist. Die meisten Stative, die man sonst so kaufen kann, sind ein bisschen kleiner, 1,65 oder 1,50 Meter teilweise auch. Nur so als Richtwert, ich bin 1,86 Meter groß und kann mich eben ohne Probleme mit diesem Stativ selbst filmen. Kommen wir zu einer Funktion von diesem Stativ und was dieses Stativ ausmacht, ist natürlich der Videokopf bzw. der Fluid Head auf Englisch genannt. Die Aufgabe eines solchen Fluid Heads ist es, weiche Kameraschwenks durchführen zu können, sowohl vertikal als auch horizontal. Ich muss sagen, out of the box haben die horizontalen Schwenks nicht ganz so gut und weich funktioniert. Es hat leider so ein paar Wochen gedauert, bis der Videokopf sozusagen eingefahren war. Die vertikalen Schwenks haben komischerweise sofort gut funktioniert, da gab es also nichts zu beanstanden, hat mir gut gefallen. Was bei diesem Fluid Head noch ganz cool ist, dass ihr einstellen könnt, wie weich oder wie hart Schwenks durchgeführt werden. Das Ganze könnt ihr mit zwei Schrauben einfach einstellen. Außerdem habt ihr an diesem Fluid Head noch eine Libelle dran, mit der könnt ihr dann überprüfen, ob euer Stativ gerade steht. Ich nutze dieses Stativ übrigens wirklich als mein Hauptvideostativ, also bei wirklich allen YouTube-Videos oder Aufträgen, die ich filme, nutze ich dieses Stativ als mein Hauptstativ. Der Grund ist einfach, dass die Verarbeitung sehr solide ist, worauf ich ja immer relativ viel Wert lege. Mit den Funktionen bin ich auch völlig zufrieden. Ich nutze das mit den Schwenks gar nicht so oft, deshalb war mir das jetzt nicht so wichtig, dass das vielleicht manchmal nicht ganz so flüssig funktioniert. Leuten, die wirklich viel mit so einem Videostativ arbeiten wollen, denen würde ich empfehlen, vielleicht doch ein paar Euro mehr auszugeben und einen wirklich guten Fluid Head zu kaufen, dann seid ihr wahrscheinlich glücklicher. Für mich persönlich, für meine Videoansprüche und für meine Funktionen, die ich bei so einem Stativ brauche, reicht dieses Stativ aber wirklich vollkommen aus. Ja, das war schon wieder zu diesem Stativ hier. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen und geholfen. Falls ihr Interesse an diesem Stativ habt, habe ich euch das natürlich unten verlinkt und habe euch noch ein paar alternative Stative plus Videoköpfe rausgesucht, die ich euch eben auch unten verlinkt habe. Außerdem habe ich euch ein Video von Jonah verlinkt, der hat erst vor kurzem ein Video zum Thema Videostative gemacht. Das sollte euch auch noch ein bisschen weiterhelfen, falls ihr das noch nicht kennt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.